wandering in the wilderness is much easier than taking the promised land. In der Wildnis zu lagern ist viel einfacher, als ins verheißene Land hineinzubrechen. It might not be as much fun, but you don't have to think about your food or your clothes or where you're going to sleep that night. In der Wildnis macht es vielleicht nicht so viel Spaß, aber da musst du nicht drüber nachdenken, was du essen wirst, was du an Kleidern hast und wo du in der Nacht schlafen wirst. You don't have to worry about your enemies coming to attack you. Man muss sich keine Sorgen machen, dass die Feinde kommen, um dich anzugreifen. Because what are they going to take from you? You only have one pair of clothes. Weil was werden sie dir schon rauben? Du hast ja nur ein Hemd And you have no food. und nichts zu essen. So, living in the desert, walking in the wilderness, is easier than living in the promised land. In der Wildnis zu leben ist einfacher, als ins verheißene Land hineinzutreten. We want to think that entering into God's promises is easy. Und wir wollen manchmal uns das so vorstellen, dass in Gottes Versprechen hineinzutreten einfach ist. But for Israel, it was hard work. Für Israel war das aber eine schwierige Aufgabe. Now they had to plant crops every year and harvest them. Jetzt mussten sie jedes Jahr Sachen anpflanzen und dann ernten. They had to build houses. Sie mussten sich Häuser bauen. They had to look after the land. Sie mussten sich ums Land kümmern. They had to fight enemies. Sie mussten gegen Feinde kämpfen. It was not easy work entering into God's promises. Es war keine leichte Aufgabe, Gottes Verheißung zu empfangen. And don't be fooled into thinking that just because life gets harder means it's not God's best. Aber täusch dich nicht darin zu denken, nur weil das Leben schwieriger wird, ist es nicht mehr Gottes Beste. Because we are so ingrained in thinking that the better things get, the easier they should get. Wir haben uns das so angewöhnt, dass wir denken, je besser die Dinge werden, desto leichter wird es auch dabei. But the reality is, and you see it here in the Promised Land, the better things get, the more challenging they become. Aber die Realität ist, was wir hier im verheißenen Land sehen, ist, je besser die Dinge werden, desto mehr Herausforderungen kommen damit. And for us, sometimes receiving God's promises is very hard work. Für uns ist es manchmal eine schwierige Aufgabe, Gottes Verheißungen zu empfangen. Because God is so concerned about our character and about our life. Weil es Gott so sehr um unseren Charakter und unser Leben geht. And this call into the Promised Land and taking the promises of God is a call of stewardship. Der Ruf, ins verheißene Land einzutreten und Gottes Versprechen zu bekommen, ist eine Berufung der guten Verwalterschaft. When Israel was in the desert, they didn't have to be stewards of anything. Als Israel in der Wildnis war, mussten sie nichts verwalten. Right? They didn't have to care for anything. Da mussten sie sich um nichts kümmern. The only thing that mattered was bringing sacrifices to God and carrying the tabernacle around. But other than that, they didn't have to steward anything. Alles, was wichtig war, war Gott Opfer zu bringen und die Stiftshütte umzutragen, aber sonst mussten sie eigentlich nichts verwalten. But now they have to steward the land. Aber jetzt müssen sie dieses Land verwalten. They have to take care of the gift of God. Dieses Geschenk Gottes, um das müssen sie sich kümmern. They have to look after it and treat it well and consider it as their own now. Sie müssen sich gut darum kümmern und es als ihr Eigentum betrachten. They have to have an ownership over it that they have never had before. Sie müssen sich als Eigentümer darum kümmern, auf eine Weise, wie sie das noch nie tun mussten. And honestly, in my almost decade in YWAM, stewardship is something that I have seen so many people lacking. Und in den fast 10 Jahren, wo ich jetzt in Jöffnang bin, sehe ich, dass diese gute Verwalterschaft etwas ist, woran es so vielen Leuten fehlt. And so many people blame it on their personality. So viele Leute schieben das auf ihre Persönlichkeit. Oh, I'm not like that. You Also, know, so bin ich einfach nicht als Mensch. it's not who I am to fold my clothes. Ich bin einfach nicht jemand, der seine Kleidung faltet. It's not who I am to dust my dresser. Ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwie auf dem Schrank abstaubt. It's not who I am to vacuum out my car. That's just not me. Ich bin einfach nicht jemand, der es wichtig ist, sein Auto zu It's staubsaugen. just going to get dirty anyways. Das wird auch eh wieder schmutzig. But how can God entrust you with great things if you can't even steward the little things He's given you? Und wie kann Gott dir Großes anvertrauen, wenn du nicht mal die kleinen Dinge gut verwalten kannst, die Gott dir schon gegeben hat? The dirty dishes in your room, Die schmutzige Geschirr the in deinem dirty, Zimmer, dirty clothes on your floor. die schmutzigen Klamotten auf dem Boden. If our space that we have, this little bit of space we have in YWAM, is not stewarded well, how can we expect God to trust us with more? Wenn der kleine Bereich, den wir jetzt in Jöffnang haben, nicht gut verwaltet ist, wie können wir dann erwarten, dass Gott uns mehr anvertraut? Your work duty is an opportunity to prove your stewardship. Deine Work Duty ist eine Gelegenheit, eine gute Verwalterschaft zu zeigen. And
when you come across a dirty dish or a piece of garbage, is it somebody else's responsibility, or can you steward that also? Und wenn du schmutziges Geschirr siehst oder schmutzige irgendwie Klamotten rumliegen, ist das dann die Aufgabe eines anderen oder kannst du auch da gute Verwalterschaft ausüben? Stewardship is not just a gift given by God. Verwalterschaft ist nicht nur eine Gabe, die von Gott gegeben wird. It's something you discipline yourself in. Das ist etwas, worin du dich übst. Matthew chapter 25, there's a parable of the talents that are given to these men, which is an amount of money, not a personality gift. In Matthäus 25 geht es um Talente, die verschiedenen Menschen gegeben wurden. In dem Zusammenhang heißt Talente eine bestimmte Summe Geld, nicht eine Charaktereigenschaft. And so the amount of money they're given, they increase it, and two men double it and one man hides it. Und es geht darum, dass sie mit diesem Geld was machen sollen. 2 Menschen verdoppeln es und der dritte, der verbuddelt ist. And then the master comes to them, and to the first 2 servants he says, "Good job, you did a great job. Enter into my rest." Und der Herr kommt zu ihnen und den ersten 2 sagt er, super gemacht, habt ihr echt toll gemacht, kommt hinein in meine Ruhe. To the third servant he says to him, "Why didn't you even put my money in the bank? You just hid it in the ground." Dem letzten Diener stellt er die Frage, warum hast du es einfach verbuddelt und nicht zur Bank gebracht? And he sends him out of his presence. Und dann schickt er ihn aus seiner Gegenwart. Now, that parable is about stewardship. In diesem Gleichnis geht es um Verwalterschaft. What do you do with what God has given to you? Was du damit machst, mit dem, was Gott dir gegeben hat. So often we look at what we have been given and compare it to what another person has been given. So oft schauen wir uns das an, was uns gegeben wurde und vergleichen das mit dem, was ein anderer empfangen hat. When these servants came to their master and the second servant came, the master didn't say, "Why didn't you earn as much as the first servant?" Als diese Diener zum Herrn kamen und der Herr gesehen hat, was sie jeweils erwirtschaftet haben, hat er nicht zum Zweiten gesagt, warum hast du nicht genauso viel geschafft wie der Erste? No, he measures him by how much he was given in the first place. Er misst ihn daran, wie viel er am Anfang bekommen hat. And so you don't compare what you have been given by God to what another person has been given. Also vergleich nicht das, was dir von Gott gegeben wurde, mit dem, was ein anderer empfangen hat. You do your best with what God has given to you. Tu dein Bestes mit dem, was Gott dir gegeben hat. A few years ago, I was in a prayer time with some friends. Vor ein paar Jahren war ich in einer Gebetszeit mit ein paar Freunden. And one of them came over to pray for me and gave me a prophetic word. Einer kam zu mir und hat gebetet und hat mir ein prophetisches Wort gegeben. And they said to me, "I see God giving you different fields in your past years with YWAM." Und da wurde mir gesagt, ich sehe, wie Gott dir in den letzten Jahren mit JWAM verschiedene Bereiche gegeben hat. Sometimes the field is very big. Manchmal ist das Feld, der Bereich riesengroß. And sometimes the field is only a small vegetable garden. Manchmal ist dieses Feld nur ein kleiner Gemüsegarten. But what was unique is that no matter what the size of the field was, you were diligent to take care of it. Was einzigartig ist, egal wie groß jetzt dieser Bereich war, du warst immer fleißig darin, dich gut darum zu kümmern. And so my question to you is, what is the field that God has given to you? Meine Frage an dich ist jetzt, was ist der Bereich, den Gott dir jetzt gegeben hat? What has He placed you steward over? Wo hat er dich zum Verwalter gemacht? Don't worry about the size of your field, only worry about how well you steward it. Sorg dich nicht darum, wie groß dein Bereich ist, sondern sorg dich darum, wie gut du ihn verwaltest. And it doesn't matter if God gives you a big field and then takes it away and gives you a tiny field. Und es ist auch egal, wenn Gott dir ein großes Feld gibt und es dann wieder wegnimmt und dir ein winziges gibt. That doesn't show your value or your worth, but God is training your stewardship. Das zeigt nicht deinen Wert, was du wert bist, sondern Gott trainiert weiterhin deine Gabe der Verwaltung. All right. So, as we enter into God's promises, let us take care of them well. Wenn wir also hineintreten in Gottes Verheißung, lass uns gut darum kümmern. Because that was the call upon Israel and what you find them not doing. Das war die Aufgabe, die Israel gegeben wurde und wo wir sehen, wie sie es echt nicht gut gemacht haben. Now, Israel, as I said, didn't take all of the land, but this is the land that was allotted to them. Wie ich schon gesagt habe, Israel hat nicht das ganze Land eingenommen, aber so wurde das Land für sie aufgeteilt. There we go. That's a little better. So this is the land that was given to them. As you can see, Judah is down here in this region. Simeon is inside of Judah. Das ist das Land, das ihnen gegeben wurde. Hier unten seht ihr Judah, der ganz grüne Bereich, und Simeon ist innerhalb dieses Bereichs.
Reuben, Gad, and Manasseh are on the east here of the Jordan. Reuben, Gad und Manasse sind östlich des Jordans. These are the guys who helped them take the hill country in these areas. Das sind die Leute, die ihnen dann geholfen haben, das Hügelland westlich des Jordans zu erobern. And as you can see, some of these tribes actually occupied a lot of their own land. Things like Manasseh and Ephraim, Judah, Benjamin were all hill country. Und wie ihr sehen könnt, manche von den Stämmen haben ziemlich viel von dem Land, das ihnen zugeteilt wurde, auch eingenommen. Da Manasse, Ephraim, Judah, Benjamin, das ist alles Hügelland. But Issachar, Zebulun, and Asher are all in this Jezreel valley and then along the coastal plain, and so is Dan and part of Judah. Aber Issachar, Zebulon und Ascher, die sind alle in dieser Ebene entlang des Mittelmeers, genauso wie auch Teil von Dan und Teil von Juda. So that's the proposed, this is the allotments according to Joshua. Also so ist die Aufzählung, wie das Land eigentlich verteilt werden sollte unter Josua. And this land is not fully occupied or conquered until the time of Solomon. Aber dieses Territorium wurde noch nicht voll erobert bis zur Zeit Salomos. Now, depending on the map you look at, some of these things may vary a little bit because we're not exactly sure where every ancient town was. Je nach Karte gibt es halt geringe Unterschiede, weil wir uns nicht klar sind, wo jetzt jede einzelne Stadt war. So you'll never come across a map that's like exactly right. Du wirst also keine Karte vorfinden, die genau richtig ist. But it's kind of a general idea. Es gibt ja auch so einen Überblick allgemein. All right. So any questions about allotment chapters or about anything from the book so far? So they were like given these lands, but only until Solomon times they actually like occupied it. So they were given, but then they had to. Yes. I couldn't hear your whole question. So they were given these lands. They were allotted in these chapters, but Yes. only until only in Solomon's time they fully conquered it. Yes. And so what you find, you guys have read Judges, right? You did yesterday? Okay. So at the beginning of Judges, it says that that there was still enemies left in the land to train the next generation in fighting. Zu Beginn des Buches Richter heißt es, dass noch manche Feinde übrig gelassen wurden im Land, um die nächste Generation für den Kampf auszubilden. So the purpose was to help them conquer the entire land and train the next generations for war. Es ging also darum, dass sie mit der Zeit das ganze Land einnehmen sollten und die nächste Generation auch zum Kampf erzogen wird. But in chapters 11 and 12, you get the northern campaign and the southern campaign that really highlight the cities that were destroyed, these big cities. Aber in Josua 11 und 12, da sehen wir die nördliche Kampagne und die südliche Kampagne, diese zwei Kriegszüge. Und da geht es besonders um die Städte, die dabei eingenommen wurden. And so what Joshua leaves for the people is they're supposed to get out all the rest of the little cities. Und Josua hinterlässt dem Volk im Prinzip die Aufgabe, sie müssen den Rest des Territoriums, die ganzen kleinen Städte noch erobern. But what they start doing is living with them and becoming like them. Was sie stattdessen tun, ist, sich dann mit den Kananitern niederzulassen und so langsam ganz ähnlich zu werden wie die Kananiter. But we're getting a little ahead of ourselves. That's tomorrow. Aber das war mir nicht so weit vorweggreifen, das kommt morgen. My question is, the sun standing still. Mm-hmm. And you said that okay, so having the sun and the moon at the same time in the sky, except if it wasn't the 14th of the month, would be a sign of judgment. And before I've heard that, like probably Joshua said that because they needed more time to defeat their enemies. So is that valid or is it just speculation? The speculation being that he needed more time. More time, yeah. So Potentially. if the sun stood still, then time still too. Potentially, but it's more likely that the request is for the sign of judgment to take place, because Joshua's just marched through the night, and so he literally has the next 10 hours of daylight. So he's not going to spend 10 hours of daylight fighting. When you fight, you don't fight for 10 hours straight.
you fight for an hour here, and then you withdraw, and then you fight again, and you withdraw, and you fight again. And it's kind of like battles are more like a dance than they are like, let's just fight each other for the next 8 hours, you know. And so you go back and you go forth and you back and forth and you regroup and you attack again and that kind of thing. And so, sorry. Die Frage war, ja, aber bei Gibeon, bei dieser Schlacht, wo Josua sagte, möge die Sonne stillstehen, war es nicht so, dass er wirklich mehr Zeit wollte und deswegen vielleicht sogar die Zeit angehalten wurde oder so. Gut, das ist eine Möglichkeit, wie man es verstehen kann, aber eine andere ist eben, dass wirklich dieses Gericht, diese Zeichen des Gerichts, Sonne und Mond am Himmel stehen bleiben sollten, weil er ist ja gerade durch die Nacht marschiert mit seinen Truppen und er hat jetzt die nächsten 10 Stunden Zeit, um diese Schlacht zu kämpfen und man braucht eigentlich nicht 10 Stunden, um zu kämpfen. So eine Schlacht ist meistens, man kämpft eine Stunde, dann zieht man sich zurück, dann kämpft man wieder eine Stunde, anstatt dass man jetzt hier 8 Stunden am Stück aufeinander rumprügelt. Amen. Yeah, so it's most likely not because he needs more daylight, because it's morning. The sun's just rising. If the sun is in the east, it's just rising. Wenn wir davon ausgehen, dass es am Morgen ist, und das heißt, die Sonne steht am Osten, das heißt, die Sonne geht auf, dann braucht er eigentlich nicht länger Tageslicht. And we know it's in the east because he says sun stands still at Gibeon, and Gibeon is in the east. Und wir wissen, dass die Sonne im Osten stand, weil er sagt, die Sonne möge stillstehen über Gibeon, und Gibeon lag im Osten. So, the valley of Ajalon is right here, and Gibeon is here, and so they're somewhere between here. So Ajalon is in the west, and Gibeon is in the east. And so, Das Tal von Ayalon, wo sie waren, das liegt nahe Ayalon, und das heißt, Gibeon lag östlich von ihnen. the moon is setting and the sun is rising. Der Mond, der ging unter und die Sonne ging auf. More literally, the earth is spinning. Man könnte auch sagen, die Erde hat sich gedreht. Wie sieht das aus? So the sun standing still is probably more likely a figure of speech because he has all the daylight he needs. Damit sehe ich diesen Ausdruck, die Sonne soll stillstehen, eher als eine Redensart, weil er hatte ja noch genug Tagesstunden vor sich. And the reason we know it's morning is because the moon is still in the east, or still in the west. Und wir wissen, dass es morgens war, weil der Mond noch am Himmel zu sehen war, im Westen. All right. Any other questions? Yes. Is there any reason why like Manasseh got such a big land and like Benjamin got so small, and didn't they feel like it's unfair and maybe were they okay with this, or is there any reason why is it like that? Like, is it unequal? Like inequality. It's an injustice because it's not fair. What is it? Well, first of all, God's not fair. Gott geht es nicht darum, fair zu sein. He's just. Er ist gerecht. And those are not always the same thing. Die zwei sind nicht immer das Gleiche. The other thing is these tribes are different sizes. The tribes are by no means the same size. Die Stämme hatten unterschiedliche Bevölkerungszahlen. Die waren überhaupt nicht gleich verteilt. So they occupy different sizes of land. Damit haben sie auch verschiedene Gebietsgrößen zugeteilt bekommen. And while, I mean, as you guys have gone through the Pentateuch and now into Joshua, this seems like a really big deal. Like, what's the allotment of the land? What land am I getting? Wo ihr jetzt 5. Mose und Josua gelesen habt, da sieht man, okay, das geht um viel hier. Wem wird welches Land zugeteilt? Was bekommt jeder? But honestly, by the time you get into the Kings, it like really doesn't matter. No one cares about their boundaries of their land or anything like that. Aber wenn wir dann zu den Königen kommen, dann sieht man, okay, das war alles gar nicht mehr so wichtig. Den Leuten war ziemlich egal, welches jetzt ihr Stammesbereich war oder wo die Grenzen waren. People still recognize the tribe they come from, but it's not a huge deal like this is my land, that's our land, whatever. Die Leute, denen war schon auch wichtig, aus welchem Stamm sie kamen, aber es ging nicht mehr so viel darum, das Land da gehört uns, das ist mein Land. All right, so we've got about 40 minutes. We're going to get through the last 3 chapters here. Wir haben jetzt noch etwa 40 Minuten, um durch die letzten 3 Kapitel zu kommen. All right, so chapter 22 is a chapter that really highlights these memorial instances. In Kapitel 22 werden echt
diese Erinnerungsstücke hervorgehoben. The eastern tribes go across the Jordan River and they build a big altar on the other side of the Jordan. Die östlichen Stämme, die ziehen über den Jordan zurück und dann bauen sie auf der anderen Seite einen großen Altar. And then the tribes in the west hear about it and come over to the river and they're about to make war because now you're turning to other gods already. Die Stämme im Westen, die hören das und die kommen zum Jordan und die wollen Krieg mit denen führen, weil sie sagen, jetzt habt ihr euch schon zu anderen Göttern zugewendet. But the eastern tribes say, wait, we're making this so we remember Yahweh. Die östlichen Stämme sagen, Moment, wir haben das gemacht, um uns an Yahweh zu erinnern. And so that you know that we're still committed to the covenant. Und damit ihr auch seht, dass wir weiterhin dem Bund verpflichtet sind. And so it is this altar of remembrance for the eastern tribes of who they follow. Und so ist es für die östlichen Stämme ein Altar des Erinnerns daran, wem sie folgen. And there's a few very important altars and stones of remembrance erected in Joshua. Im Buch Josua sehen wir mehrmals, dass wichtige Altäre und Erinnerungssteine aufgebaut wurden. Chapter 4, verse 20, for bringing them into the promised land. In Kapitel 4, Vers 20, da wurde was errichtet, um sie daran zu erinnern, dass sie ins verheißene Land hineingebracht wurden. Chapter 7, verse 26 is erected over Achan and his family to remember what happens when you disobey the covenant. In Kapitel 7, Vers 26 wird was aufgebaut über Achan und seine Familie, um den Leuten in Erinnerung zu rufen, was passiert, wenn man ungehorsam ist. The next one is in chapter 8, verses 28 and 29, over the king of Ai to remember God's victory after their defeat. Der nächste Steinhaufen wurde in Kapitel 8, Vers 28 bis 30 aufgebaut über den König von Ai, um die Leute daran zu erinnern, was passiert, wenn Gott ihnen den Sieg gibt. And then, right after that, the next verses, 30 through 32, is Joshua engraves a copy of the law. Und direkt in den nächsten Versen, Verse 30 bis 32, da schreibt Josua eine Kopie des Gesetzes auf. And this is to recall the obedience that they must walk in while they conquer the land. Um die Leute daran zu erinnern, in welchen Gehorsam sie vorwärts gehen müssen, wenn sie jetzt das Land einnehmen. And then in 1027, over the Amorite kings at Gibeon, In 1027 nach dem Kampf über die amoritischen Könige in Gibeon. and this is to remember God's gracious act in defending the cities that Israel had made a treaty with. Um daran zu erinnern, wie gnädig Gott war, dass er diese Städte beschützt hat, mit denen Israel einen Vertrag gemacht hat. And then in 2234, this is the one on the east of the Jordan to remember the unity of the tribes under the covenant of God. Und dann in Kapitel 22, Vers 34, östlich des Jordans, dieser Altar, der daran erinnern sollte, dass die Stämme alle vereint waren unter Gottes Herrschaft. And then finally, to close the book, this covenant renewal at Shechem. Und dann zum Schluss, um das Buch zu beenden, die Erneuerung des Bundes in Sichem. And this is to remind them of the fulfillment of the promise to bring them into the land. Um die Leute daran zu erinnern, wie Gott seine Verheißung eingehalten hat, sie ins Land zu bringen. And I might sound like a broken record at this point, Und es kommt mir vielleicht so vor, als würde immer wieder das Gleiche wiederholt werden. but it is so important, the example that is set in this book, not just for these people, but for the rest of Israel's history. Und es ist so wichtig, das Beispiel, das hier gegeben wird, nicht nur für diese Leute, sondern auch für den Rest der Geschichte des Landes. These monuments were meant to be a remembrance for all of Israel. Diese Monumente sollten auch weiterhin als Erinnerung für das ganze Volk Israel dienen. Why? Warum? Because man is so forgetful. Weil wir Menschen so vergesslich sind. By the time you finish reading the Bible, you're gonna think it is so repetitive. Bis ihr zum Ende der Bibel kommt, denkt ihr nur noch, das wiederholt sich ja ständig. When you get to the prophets, it's gonna be like listening to the same CD over and over and over again. Wenn es zum Propheten kommt, ist euch scheint, dass er immer wieder die gleiche CD von vorne anhört. But God is the most repetitive being in the universe because we're some of the most forgetful. Gott ist aber eines der Wesen des Universums, das sich am meisten wiederholt, weil wir zu denen gehören, die am meisten vergessen. And so God calls them to make these actions of remembrance so they can recall God's faithfulness. Gott ruft sie auf, solche Aktionen des Erinnerns zu machen, damit sie sich daran erinnern können, wie treu er ist.
And oftentimes we're so quick to forget what God has done. Wir sind oft so schnell dabei, das zu vergessen, was Gott schon getan hat. Or we make a commitment and then a few weeks later, it's not a big deal anymore. Wir gehen eine Verpflichtung ein und dann ein paar Wochen später ist es nicht mehr so wichtig. But God calls his people to remember. Gott ruft sein Volk dazu auf, sich zu erinnern. And what are you doing to remember what God has done? Was tust du persönlich, um dich daran zu erinnern, was Gott getan hat? My wife and I keep a intercession journal of the things that we pray for, Meine Frau und ich, wir haben ein Fürbitte-Tagebuch mit den Sachen, für die wir beten. so that we can write down the fulfillments of the things that we've prayed for and see God's faithfulness. Damit wir die Erfüllung von Sachen aufschreiben können, für die wir gebetet haben und darin Gottes Treue sehen. It might be another way that you want to remember what God has done. Vielleicht willst du das auf eine andere Art machen, But my recommendation is to do something when God does something big in your life. aber ich rate dir, mach irgendetwas, um dich daran zu erinnern, wenn Gott etwas Großes in deinem Leben tut. Every country puts up monuments to people or to battles or whatever the event is. Jedes Land stellt Denkmäler auf für besondere Personen oder Schlachten oder irgendetwas, an was sie sich erinnern wollen. The same thing that happened in Joshua is actually here in Hurlach, only like 100 feet away. Dasselbe, was da in Josua errichtet wurde, gibt es auch hier in Hurlach, nur so 30 Meter von hier entfernt. I was walking out in the city yesterday, and at the bottom of the driveway is a monument. Gestern bin ich hier durchs Dorf gelaufen und direkt da unten an der Auffahrt ist gleich ein Denkmal. That's a monument of remembrance for those who have died, right? Das ist ein Denkmal Have fought and yeah. in Erinnerung an die Gefallenen von den Kriegen. And we as nations are so quick to remember the people that have had an impact upon our country. Als Nation erinnern wir uns gerne zurück an die Personen, die großen Einfluss auf unser Land hatten. But it's easy to forget the things that God has done. Es ist so einfach zu vergessen, was Gott gemacht hat. And if we recall and remember what God has done, it continues to establish a firm foundation of his character and nature in our heart and life. Wenn wir uns zurückerinnern an das, was Gott getan hat, dann baut das ein starkes Fundament von Gottes Charakter und seiner Natur in unserem Herzen, in unserem Leben auf. And it's not just important for you, Und das ist nicht nur für dich selbst wichtig. but remember, this is also for the community. Denk dran, es geht auch darum, das für die Gemeinschaft zu machen. This is so that you can testify to others what God has done. Dass du das anderen bezeugen kannst, was Gott getan hat. These things were not for Joshua's generation. Bei diesen Sachen ging es gar nicht um Josuas Generation selbst. These were for all the future generations, Es ging um all die zukünftigen Generationen. so that the people in Israel could tell them about what God had done, how he had been faithful. Dass die Leute in Israel den Kindern erzählen konnten, was Gott getan hat, wie Gott treu gewesen ist. And if you don't remember what God has done, how can you testify to God's faithfulness? Wenn du dich nicht daran erinnern kannst, was Gott getan hat, wie kannst du das bezeugen, dass Gott treu war? How can you tell them exactly what has happened? Wie kannst du anderen genau weitererzählen, was passiert ist? You'll have kids one day or grandchildren Du hast mal Kinder oder Enkelkinder and tell them, oh yeah, God is so good, und du sagst, ja, wisst ihr, Gott ist so gut. right? I've seen him do so many things. Ich habe gesehen, dass er so viel Tolles gemacht hat. Grandpa, what did you see him do? Oma, was hast du gesehen? Was hat er gemacht? Oh, I don't remember exactly, but I just remember him being so good. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ich weiß nur noch, er war recht gut. Can you testify to what God has done? Kannst du das bezeugen, was Gott getan hat? Lauren Cunningham is really good at this. Lauren Cunningham ist voll gut darin. He is so good at keeping track of what God has done. Er ist so gut darin, das festzuhalten, was Gott getan hat. And because of that, his stories are so specific and so faith-inspiring. Deswegen sind seine Geschichten auch so spezifisch und so erbauend im Glauben. And he is an excellent example of this Joshua generation style of remembering what God has done. Er ist ein tolles Beispiel dafür, sich zu erinnern, was Gott getan hat im Stile von dieser Josua-Generation. And we are so easy to leave behind just the past or what is old in favor of the new thing. Wir sind so schnell dabei, das zurückzulassen, was in der Vergangenheit liegt, weil wir etwas Neues erleben wollen. We want the new word or the new revelation. Wir wollen ein neues Wort von Gott, eine neue Offenbarung. What's the newest worship songs or the fresh word of the Lord from the newest pastor? Was sind die neuesten Lobpreislieder, die neueste Message von Gott durch irgendeinen Pastor?
but we're not faithful to remember and recall what God has done in the past. Aber wir sind nicht gut darin, uns daran zurückzuerinnern, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat. And it is so important for us to recall what God has done. Und es ist so wichtig,